wollte irgendwie ein richtig anstrengendes, brutales Event machen, wo Leute sich eher zusammenraffen und quasi gemeinsam gegen die Route fahren und ich aber gemeinsam gegenseitig. Höhepunkte auf der Route waren auf jeden Fall von Checkpoint 4 oder Checkpoint 11. Der Weg runter ins Tal, das war irre schön. Das sah wirklich aus. Klar, man musste runtertragen, aber das war wirklich... Da hat nur noch der Braunbär gefehlt. Wenn der gekommen wäre, das wäre perfekt gewesen. Das war so schön. Aber auch Höhepunkte wie, keine Ahnung, dann hatten die kein Zimmer mehr frei und ich durfte im Trockenraum unten bei den Schuhen schlafen. Das war völlig okay. Besser als draußen. Es wird eigentlich immer viel geweint beim Runterfahren, weil es so schön ist, aber bergauf kommt auch Hass hoch. Aber das ist okay. Der Anfang war schlimm. Ich habe mich gefühlt wie überfahren, als ich aufgestanden bin. Aber dann war richtig schön. Wir haben mit mehreren Leuten gefrühstückt im Hotel. Es hat noch geregnet. Das war irgendwie ganz schöne Stimmung. Ich bin im Sonnenaufgang hoch auf dem Pass nach Sauris die Sopro. Da, also generell diese Area, da fand ich richtig cool. Diese Hochebene. Und da waren noch so Schafe, die da so eine große Schafherde, die da irgendwie so runtergegangen sind. Das sah total cool aus. Und dann gestern auch Farnes Area ist ja auch krass. Also kann man eigentlich alle 10 Meter irgendwie anhalten und ein Foto machen und das ist der Hammer. Das ist eine Bikepacking-Expedition, die ging einmal jetzt durch die Dolomiten und durchs Triglav-Gebirge in Slowenien. Und es gibt 3 Distanzen, 488, 750 und fast 1100 Kilometer mit ganz schön viel Klettern. Wir sind gerade im wunderschönen Bozen im Ahoy Minigolf und das ist gleichzeitig die Start und auch die Finish Area von Sneak Peaks. Die 3 Streckenlängen habe ich mich dann schlussendlich entschieden, um es einfach noch ein bisschen einstiegsfreundlicher zu machen, weil die lange Distanz, die Adventure-Distanz, das war die ich erstmal gescoutet habe. Und da sind dann am Ende 1087 Kilometer rausgekommen mit fast 37.000 Höhenmeter. Und ich wollte neue Leute hier mit reinbringen. Ich wollte auch Leute abholen, die noch nicht so viel Bikepacken waren und denen das quasi irgendwie die Möglichkeit geben, auch mitzumachen. Und dann habe ich nochmal mich dazu entschieden, 2 Shortcuts einzubauen, woraus dann eben die Classic und die On-Trail-Distanz entstanden ist. Sneak Peek sollte auf jeden Fall schon ein Community-Event einfach sein. Und dafür hatte ich mir extra überlegt, viele Checkpoints aneinander zu reihen, dass Pausen entstehen, dass man quasi die harten Anstiege hat und danach immer eine Pause hat, indem man dann im Refugio einkehrt, isst, trinkt, sich mit anderen Leuten austauscht und sich dann wahrscheinlich sogar mit anderen Menschen, anderen TeilnehmerInnen zusammenrafft und gemeinsam den nächsten Berg attackiert. Das erste Refugio, also der erste Checkpoint war Refugio Violet. Den hatte ich mit reingenommen, weil einfach dieser Anstieg hoch an den Berg und dann sieht man dieses Refugio schon von kilometerweit weg, wie es einfach auf den Gipfel als Haus gebaut wurde. Und ich fand diesen Anblick damals so faszinierend. Und dann bin ich da hochgegangen und dachte, boah, wenn das die Teilnehmenden sehen, die werden völlig durchdrehen. Und dann war das die Idee, das Refugio Violet mit reinzunehmen. Good to see you. How are you? Good. Thirsty. Det er en Fehler, ich bin noch salty. Salty? Nein, das wird salty. Sehr schön. Never go for a walk without your bike. Or for a hike.
I'm Fabiana, and we are at Rifugio Conseria on the Lagorai group. We are at 1,800 meters of elevation. They were very tired, so their faces was like, I need something to eat and to rest, but then they stopped for lunch or for dinner, and then they relaxed a little bit, and the atmosphere was great. Oh, it's so nice to live in the mountain, wake up with the sound of the cows, and when you have like 30 minutes of free time, you can just take a walk in the woods, and it's amazing. I'm Lucia at Rifugio Scarpa, 1,735 elevation gain, Palle di San Martino, Montagnaro. Immediately thought it was a very cool idea because I have a gravel bike too, and I love this kind of events, and I just thought maybe it's a little bit crazy doing this kind of steep walk to here with the bikes, but I was really looking forward to it, so now it's a day. Hinter den Kulissen hat es auf jeden Fall einige Male gebrannt, weil die externen Parameter einfach super schwierig waren. Das Wetter hat nicht so mitgespielt, wie wir das gerne hätten. Ich glaube auch, viele Teilnehmer waren ein bisschen am Anfang erschlagen von der Härte und Brutalität der Route. Also wir sind das Steinfeld im Regen mit ziemlich hartem Wind schon überlaufen. Ja. Und das war, glaube ich, so die erste Herausforderung auf der Route. Es war mega schön an sich, aber in dem Moment super rutschig tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht genau, was es mit Farnes auf sich hat, aber da kam ich dann hin und der Hüttenwirt die haben mich voll schön begrüßt und gefeiert. Und da habe ich was gegessen. Als ich gehen wollte, meinte er so, ja, warte noch einen Moment. Und dann hat er mir diesen Anstecker gegeben und hat gemeint, das ist irgendwie Fighting Farnes. Und weil ich mich so durchkämpfe, gibt er mir den jetzt. Und das war voll der Höhepunkt. Das war irgendwie total schön, so an diesem besonderen Ort da so weit oben nach der tollen Landschaft und dann so eine symbolische Wertschätzung zu kriegen, war auch voll der schöne Punkt. Also ich habe mich ehrlicherweise ab Sekunde 1 gefreut, dass ich das Hardtail gewählt hatte und kein Gravelbike. Und für mich vermischt sich das alles schon sehr. Definitiv ein Highlight war der Checkpoint 3, menschlich einfach. Die waren wahnsinnig warm und herzlich und das war irgendwie total schön. Und am Tag drauf war relativ viel Hikebike, aber über so ein Hochplateau, ich kann es alles gar nicht mehr richtig benennen.
Das war super schön, weil das sehr remote in den Bergen war. Und das war wirklich so das Gefühl, man ist weg vom Tourismus und man ist wirklich alleine. So ein bisschen. Das ist schön. Das ist das, was man in den Bergen sucht, oder? Nicht die Menge des Schnees, die so heftig war, sondern der Wind dabei. Du bist halt direkt ausgekühlt. Und ich bin dann 100 Meter von der Abfahrt gefahren und meine Hände waren taub und meine Füße waren taub. Das geht nicht. Und dann habe ich den Viehtransporter, der mich kurz vorher überholt hat, da gesehen und dann der war schon weg und ich habe mich einfach in die Karre reingesetzt, weil ich so am Zittern war schon. So, kleines Abenteuer. Ja, Mann. Na, Business Call Check, was geht da drüben ab? Oh Gott. Ich muss mich, glaube ich, mal wieder rasieren, so kann ich mich ja nicht sehen lassen. Also, die Wettervorhersage heute Abend kommt nochmal ins Fenster, da wird es weniger werden, aber es bleibt insgesamt, ich meine, da brauchen wir nicht drum herum reden, das braucht man nicht beschönigen, es bleibt scheiße. Machen wir erstmal den Tracker ab, ne? Hier geht man ja sofort vom Schlimmsten aus. Checkpoint Nummer 4 war Refugio Antelao. Es ist ein super geiler Weg, da hochzufahren. Erst auf Straße, schlängelt sich so lang. Dann wird es ein Single Trail. Dann gibt es da sogar so einen kleinen Erdrutsch, wo man über so 2 Bäume drüber steigen muss. Super schön da hinzukommen. Und Shalish und Luigi sind die beiden Inhaber. Luigi ist so ein älterer italienischer Mann. Shalish kommt aus Nepal, lebt ein halbes Jahr in Nepal, ein halbes Jahr in Italien. Hat mich sogar dieses Mal nach Nepal eingeladen. Und wir haben aus Spaß gesagt, hey, klar, ich komme rüber, wir können auch da ein Bikepicking-Event machen. Wenn es denn das Problem nicht geben würde, dass dann wieder Leute hinfliegen müssten. Aber super liebe Menschen. I meet a lot of people, a lot of country, you know. It's very nice to see people. I like that kind of work. So that's why I like this. Yes. Nothing, yeah, very kindness there. Yeah, very gentleman. They are hungry, tired. I know, 300 kilometers, yeah. Next year you get 2025. Thank you. Yeah. Thank you. Checkpoint Nummer 8 ist Refugio Marinelli. Du hast gesehen, was für eine Aussicht darunter geht. Im Prinzip der Weg dahin ist
richtig, richtig tief in den Bergen. Da gibt es wenig Zivilisation, wenig Resupply. Es ist ein relativ harter Anstieg, relativ langer Anstieg. Am Ende gibt es noch mal so ein paar Switchbacks, die dann nicht mehr zu fahren sind. Und dann sieht man am Ende einfach dieses Haus eingebettet auch wieder in den Berg drin. Ich habe keine Ahnung. Also alle Löcher, die ich bisher hatte, sehe ich nicht mal im Reifen. Die sind so klein, dass du es irgendwie bloß so, du hörst es irgendwie und es kommt so ganz leicht ein bisschen Schaum raus. Und dann ist halt das Blöde, also es lohnt sich nicht zum Pluggen oder irgendwas, aber du musst halt permanent immer so, okay, ein bisschen Luft nachgeben, irgendwie so ein bisschen schauen, okay, geht er jetzt wieder zu. Ist halt einfach nervig halt irgendwie. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas komplett Kleines muss da reingegangen sein. Und irgendwann in einem Straßenclimb auf perfekten Asphalt auf einmal klang und war hinten eine Speiche weg. Aber ja, einfach immer schön schauen, konstant essen und trinken. Hin und wieder mal irgendwas gönnen. Vorhin war es unten Strudel und Krapfen. Und dann geht's. Geil. Wir sehen uns. Heute ist der 7. Tag von der Adventure-Route. Ich weiß noch, wie wir am 3. Tag morgens gesagt haben, es fühlt sich an, als ob wir eine Woche unterwegs sind. Die Tage sind irgendwann verschwommen. Es kamen natürlich immer wieder neue Informationen aus dem teilnehmenden Feld. Leute haben gescratcht, waren hier in Bozen. Dann kam diese Kite-Wetterfront auf und diese wirklich, wirklich brutale Wettervorhersage, sodass wir dann die Entscheidung getroffen haben, das Downgrade zu geben, quasi den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, von Adventure auf Classic oder On-Trail zu wechseln und von Classic auf On-Trail zu wechseln, weil ich immer einfach Angst hatte, dass die Teilnehmenden in diese Wetterfront reinkommen und dass das Event dadurch definitiv gefährlich geworden wäre. Und eigentlich diese Entscheidung hat dafür gesorgt, dass jetzt langsam die letzten Leute finishen und das böse Gewitter morgen startet. Und es sind noch ein paar Menschen auf der Adventure-Route drauf, von denen weiß ich aber auch, dass die sehr, sehr, sehr erfahren sind, dass die wissen, wie man mit diesen Gegebenheiten umgeht, durchaus auch mal einen Tag aussitzen könnten. Und ich freue mich, wenn die dann in ein paar Tagen hier finishen. Also die Bikepacking-Community oder diese Ultra-Event-Community wird ja oft als so sehr toll und wertvoll beschrieben. Aber wenn man da so reinkommt, dann denkt man auch oft so, ja, aber ob ich da jetzt Zugang zu finde, das ich ja vielleicht nicht. Und ich denke, deswegen ist es auch war ja für viele das erste Event dieser Art. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade für so Newbies cool, weil man einfach sehr schnell Anschluss findet durch diese ganzen Kontaktmöglichkeiten. Der Gedanke hinter der Party Pass Trip war, Menschen, die Angst haben, alleine zu fahren, die sich noch nicht ganz so sicher fühlen, die auch nicht alleine draußen schlafen wollen, wegen Tieren, andere Menschen, Regen, Wetter, warum auch immer, dass man denen die Möglichkeit gibt, eine erfahrene Person an die Seite zu stellen, die so ein bisschen auf die aufpasst im weitesten Sinne und einfach so ein bisschen emotionalen Support gibt. Die Teilnehmenden wussten halt, wann ist abends sozusagen Stopp und das war so ein Orientierungspunkt und das war vielleicht am ehesten so dieser Pace-Gedanke, man weiß, okay, wenn man das in 9 Tagen irgendwie beenden möchte, dann ist das so dieser Etappenrhythmus, an dem man sich orientieren kann irgendwie, um anzukommen.
zum Beispiel auch ein Punkt, was mir sehr wichtig war, dass ich alle Leute, die ich gesehen habe, denen habe ich so eingebläut, dass sie einfach aufpassen sollen und dass sie um 4 bitte nicht mehr fahren sollen. Also können sie schon machen, aber das wäre schon cool, nicht mitten im Wald zu stehen, wenn es halt sehr, sehr viel Wasser runterregnet. Genau, und das hat gut funktioniert. Die Besonderheit hierbei ist, glaube ich, warum es diese Position geben könnte, dass es halt um auch sehr hohe Beanspruchung und körperliche Belastung irgendwo geht und dass so ein Grenzbereich ist und dass man den dann vielleicht irgendwie dadurch besser begleiten kann. Dieser Community-Gedanke, das finde ich wirklich top und ich habe das Gefühl, dass es den Leuten auch extrem geholfen hat und ich glaube, so würde mir das zum Beispiel auch mehr Spaß machen, in so einem Rennen mitzufahren, dass man wie so ein man hat eigentlich einen Group Ride, wo man vielleicht auch mal alleine ist, aber man kann immer wieder sich irgendwo anschließen und hat einfach eine richtig gute Zeit. So. Das nächste Mal sag bitte, wir sollen Wanderschuhe mitbringen. Ne? Danke. Ein Teilnehmer kam vorhin zu mir auf den letzten Berg und hat mich so umarmt und meinte, hey Raphael, du hast mir den schönsten, aber auch den härtesten Tag im Leben auf dem Rad beschert. Und das habe ich versucht so ein bisschen rauszuholen, so diese Achterbahnfahrten. Man kommt ganz tief unten an und man denkt, boah, ich komme nicht mehr weiter, der nächste Anstieg ist so steil, das war's, ich bin raus, aber man beißt sich dann doch irgendwie durch. Und am Ende die Emotionen, die letzten 2 Tage hier an den letzten Bergen hochkamen, die waren schon sehr überwältigend. Also kann man schon sagen, der Plan ging auf. Hi! Ich habe mir in den letzten Tagen natürlich auch viele Gedanken gemacht, wie es nächstes Jahr weitergehen wird. Und ich werde auf jeden Fall, der Startfinish in Bozen bleibt, weil das einfach ein Traum hier ist. Es ist so ein Paradies, wenn man hier ankommt. Es ist so eine schöne Stimmung. Und deshalb wäre es einfach schade, wenn man das rausnehmen würde. Die Route werde ich anpassen. Nicht nur anpassen, ich werde eine neue Route nehmen. Ich werde jetzt 8 Wochen hier bleiben, werde komplett durchscouten. Der slowenische Teil wird dadurch rausfallen. Und ich werde dann weiter in den Westen gehen. Das heißt, so, ich gehe mal davon aus, dass ich einen Teil der Route, der jetzt in den Osten ging, drinnen lasse. Gerade weil die Refugios auch so geil waren und weil die einfach so lieb waren und weil es einfach schade wäre, die rauszunehmen. Würde dann aber da die Route abschneiden, würde sie dann etwas in den Westen verlegen und dann neu scouten. Ich habe mich gehasst zwischendurch. Positiv beeindruckend. Ich finde es total schön, was ihr für ein tolles Team seid. Also das macht eine richtige Wohlfühlatmosphäre und das hebt definitiv Sneak Peeks von vielen anderen Rennen ab, glaube ich. Ja, die Stimmung. Und dass ihr irgendwie ein junges, dynamisches Team seid und man merkt, dass ihr dafür brennt. Das ist ein großes Kompliment an euch zurück. Masha, I think it was great. Like she arrived here, she was a little bit tired, but she still had a lot of energy to keep going. She was very focused, and she just wanted to eat something and then keep going. But what I loved about her, she gave me like a big hug when she left, and she thanked us a lot. She was very. When she arrived, she said, "Oh, I'm in paradise." Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal so in einem kleinen Tiefpunkt und wollte nicht mehr, aber wir haben es irgendwie immer wieder ganz gut geschafft, das gegenseitig aufzufangen.
Und ja, haben das Wandern dann auch nochmal genutzt, um ein bisschen wiederherzustellen. Und ich meine, hier hoch war es jetzt echt entspannt, das war richtig nett. Und diesmal habe ich mir eine Bürste mitgenommen, einfach um die Haare ein bisschen zu striegeln, wenn man da angekommen ist. Dass man einfach so ein, es ist jetzt kein Glamping oder so, aber dass man zumindest das Gefühl hat, okay, man kümmert sich auch noch ein bisschen um sich und um seinen Körper und es geht nicht immer nur darum, irgendwie so richtig hart zu fahren und irgendwie den Wettbewerb nur zu suchen, sondern auch ein bisschen zu chillen und so ein bisschen Self-Care auch zu machen. Und wenn es auch nur in einem Objekt ist und in einer kleinen Sache ist, aber die erinnert dich dann auch noch mal so ein bisschen daran. Digga, chill kurz, ist alles nicht so ernst.